Good evening, ladies and gentlemen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Many people know the city of Jerusalem. Viele Leute kennen Jerusalem. Almost everybody. Wahrscheinlich jeder. Many people also know Babylon and Nineveh. Und viele haben auch von Babylon und Ninive gehört. We've studied those cities. Über diese Städte haben wir uns schon Gedanken gemacht, wir haben sie betrachtet. And some people know Shechem and Lachish that we studied. Und manche haben auch von Sichem und Lachish gehört, über die wir in diesen Abenden auch nachgedacht haben. But very few know the city of Ebla. Aber nur ganz wenige wissen etwas von Ebla. So we need to introduce you to it. Und darum wollen wir Sie heute Abend damit bekannt machen. Now, if you think about the country of Syria, Wenn Sie einmal sich das Land Syrien it vorstellen, divides into thirds. das kann man in 3 Teile teilen, Damascus is the main city in the south. mit Damaskus als der Hauptstadt im Süden, Homs or Hama is the main city in the center. Hama als Hauptstadt in der Mitte And Aleppo is the main city in the north. und Aleppo als wichtige Stadt im Norden. And this site of Ebla that we are going to study tonight is nearest to Aleppo. Die Stadt Ebla, über die wir heute Abend sprechen wollen, befindet sich in der Nähe von Aleppo, So it is in the north part of the country of Syria. so also im Norden von Syrien gelegen. It was known for many years that there was a large archaeological site here. Man wusste schon lange, dass da ein großes archäologisches Betätigungsfeld liegt. The site covers about 40 hectares. Ungefähr 40 Hektar ist das Gebiet groß. And it was obvious where the city wall was. Und man sah auch ziemlich gut, wo die Stadtmauern waren And it was obvious where the Acropolis or the center of the city was. und auch wo die Akropolis oder das Zentrum der Stadt gelegen war. But nobody knew what city it was. Aber kein Mensch wusste, wie diese Stadt heißt. So the Italian Archaeological Mission to Syria started to work there. Und so hat die italienische archäologische Gesellschaft dort angefangen zu arbeiten. They began in 1964. Und zwar 1964. They dug for 6 or 7 years, 6 or 7 seasons. Und sie haben da 6 oder 7 Jahre bzw. saisonlang gearbeitet And they found a statue. und haben eine Statue And gefunden. the statue gave the name of the man and said, King of Ebla. Die Statue trug einen Namen und es hieß König von Ebla. So now they had a name for this city. Jetzt hatten sie einen Namen für die Stadt. The modern name for the Arabs is Mardik. Der moderne Name, wie die Araber ihn nennen, ist Mardik. There's a village of Mardik nearby, In der Nähe gibt es ein Dorf mit diesem Namen. and so they call this Tel Mardik because it's the ruin mound of Und Mardik. so hat man die Ausgrabungsstätte dann Tel Mardik genannt, eben den Ruinenhügel in der Nähe von Mardik. Well, they dug a few more years, a few more seasons. Und dann haben sie ein paar Jahre weiter gegraben, einige Saisonen weitergeführt. And in 1975, they made a major find. Und dann gelang 1975 ein Durchbruch. They found the room in which the scribes worked. Und zwar haben sie den Raum gefunden, wo die Schreiber arbeiteten. And they found 7,000 tablets and fragments of tablets. Mit 7000 Tafeln darin oder Bruchstücken davon. These are tablets that were made of clay, Und zwar sind das Tafeln aus Ton, and the cuneiform writing was pressed into the clay. wo dann Keilschrift in den weichen Ton gedrückt worden war. Now, the director of this expedition was named Paolo Mattia, Der Leiter der Expedition hieß Paolo Mattia, same name as our translator. ein Namen Matthias. ähnlich wie unser Übersetzer hier, Matthias mit Vornamen. When they made the find of the tablets, Als sie nun diese Tontafeln gefunden hatten, he phoned back to Italy, haben sie in Italien angerufen, to the man who was supposed to read inscriptions for them. und zwar den angerufen, der zuständig war für das Entziffern von solchen Schriften. His name was Giovanni Pedernaro. Sein Name Giovanni Pedernaro, And he says, Giovanni, come, we have tablets for you to read. und haben gesagt, Giovanni, komm, du hast jetzt hier etwas zu tun, wir haben Tafeln für dich, die du lesen musst. So he took the plane, Also ist er ins Flugzeug gestiegen he got out to the site in the early morning, breakfast time. und ist ungefähr zur Frühstückszeit dort angekommen. They rushed him into the tablet room. Dann haben sie ihn gleich hingebracht, wo die Tontafeln waren. And he sat there and he studied and he puzzled. Und er hat dort gesessen und gelesen und gegrübelt, überlegt. He said, this is very strange language. Und er sagt, das ist eine sehr eigentümliche Sprache. Now, he was a specialist in Sumerian. Nun, er war ein Spezialist für Sumerisch. Sumerian was the earliest written language of mankind. Sumerisch ist die früheste geschriebene Schriftsprache, die wir haben von It was der developed Menschheit. in southern Mesopotamia. Sie kommt aus dem südlichen Mesopotamien And he could recognize all of the signs. und er konnte alle Zeichen erkennen. And he says they're all Sumerian signs, Und er sagt, das sind alles sumerische Zeichen. and I recognize their values,
Und ich erkenne, was sie bedeuten, die but I Werte, don't understand the language. aber ich verstehe die Sprache nicht. So they took photographs of the tablets back to Rome. So haben sie dann Fotografien dieser Tafel nach Rom gebracht. He worked on them through the winter of 1975. Und er hat den Winter von 1975 darüber gebrütet. In the spring of 1976, he made an announcement. Und dann hat er im Frühjahr 1976 eine Bekanntmachung gegeben. Discovery of a new West Semitic language. Entdeckung einer neuen westsemitischen Sprache. And since then, these tablets in the Eblite language have been published in a series of volumes. Und dann sind seither diese Tafeln in einer Reihe von Bänden veröffentlicht worden. Now, what had happened was this. Was war geschehen? Nobody in Ebla could write. Niemand in Ebla konnte schreiben. So the king of Ebla hired scribes to come from southern Mesopotamia to come to his city. Und so hat der König von Ebla Schreiber aus Südmesopotamien angefordert, eingeladen, dass sie in seine Stadt kommen, to make the records for his kingship. damit auch seine Regentschaft ordentlich beschrieben werden kann. Well, they knew their writing system from Sumer, Sie kannten ihr Schreibsystem aus Sumer, and they had to adapt it to this West Semitic language. mussten es aber nun an diese westsemitische Sprache anpassen. In order to do that, they had to write dictionaries. Damit das funktionieren kann, mussten sie Wörterbücher verfassen. And in the dictionaries, they will put a Sumerian word and a West Semitic equivalent. Sumerian word, West Semitic equivalent. Und die waren dann so aufgebaut, dass sie jeweils zu einem sumerischen Wort eine westsemitische Entsprechung gestellt haben und im nächsten sumerischen Wort wieder eine westsemitische Entsprechung. Now, this West Semitic language is related to Biblical Hebrew. Nun hat diese westsemitische Sprache eine gewisse Verwandtschaft mit dem biblischen Hebräisch. It's the earliest form of that kind of language. Es ist die früheste Form dieser Sprachart. So many of the words in this dictionary are like Hebrew. Und darum sind viele Worte in diesen Wörterbüchern wie Hebräisch. Now, Moses lived about 1400 BC. Nun lebte Mose ungefähr 1400 vor Christus. And 30 times in the Bible it says he wrote this or he wrote that. Und in der Bibel heißt es ungefähr 30 Mal, dass er dies oder jenes schrieb. But these tablets at Marduk are 1,000 years earlier. Aber diese Tafeln von Marduk, die sind 1000 Jahre älter. The picture used to be this. Das Bild, was man dafür einsetzen kann, wäre etwa so. In the 3rd millennium BC, there was writing in Egypt. Im 3. Jahrtausend vor Christus gab es in Ägypten schon die Schrift, That's hieroglyphs. Hieroglyphen. In the 3rd millennium BC, there was writing in Mesopotamia. Und auch in Mesopotamien gab es schon Schrift, That's Sumerian. 3000 vor Christus, sumerisch. But for many years, we did not believe there was any writing in Syria or Canaan. Aber wir waren viele Jahre der Überzeugung, dass es keine Möglichkeit des Schreibens in Syrien oder Kanaan gab. Not until the middle of the 2nd millennium BC. Nicht, so dachte man jedenfalls, bis zur Mitte des 2. Jahrtausends vor So Christus. here's a West Semitic language that is 1,000 years older than what we had previously known. Und jetzt haben wir auf einmal eine westsemitische Sprache, die 1000 Jahre älter ist als das, was uns bisher bekannt war. Now I'll give you a simple illustration of the difference in the languages. Vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel für den Unterschied zwischen den Sprachen. In Mesopotamia, the word for king is sharu. In Mesopotamien lautet das Wort für König Sharu. In Canaan, the word for king is melech. Und in Kanaan ist das Wort für König Melek. You find that in the Bible, the Hebrew Bible. In der hebräischen Bibel findet man dieses Wort auch. David was the melech of Israel. David war der Melek von Israel. So this city in Syria, which way did it go? Which language did it use? Nun, die Stadt in Syrien, welche Sprache hat sie benutzt? It used the word melech for king. Sie haben das Wort Melek für König benutzt. So that's a simple illustration of how it's using a West Semitic language instead of an East Sumerian language. Und daran kann man ganz gut sehen, dass sie also eine westsemitische Sprache benutzt haben, anstatt einer östlichen mesopotamischen. Well, the story goes on Die Geschichte ging dann as weiter, the tablets were deciphered. weil man nun die Tafeln entziffern konnte. They found many different types of texts. Und nun traten viele verschiedene Texte zutage. Almost every kind of ancient text that you can imagine. So ziemlich alles, was man sich in alten Texten vorstellen konnte, war da. We will talk about them more at the end of the pictures. Wenn wir dann bei den Bildern mehr zum Ende hinkommen, werde ich Ihnen welche zeigen. But there became a tension in the group of the Italians. Nun entwickelte sich eine Spannung bei den italienischen Ausgräbern. Everywhere they went to speak, Überall hin, wo sie
gingen, um das zu verkündigen, was sie gefunden hatten, the people wanted to hear Patinado speak, wollten die Leute den Patinaro hören, because he was the man working on the texts. weil der war, der an den Texten arbeitete. And the people wanted to know what the text said. Und das wollten die Leute wissen, was steht in den Texten. Now, Professor Mattia didn't like this very much. Aber der Professor Mattia mochte das nicht so sehr. He said this, Er sagte, I'm the one who dug the text up. ich bin schließlich derjenige, der die Texte gefunden hat. All he does is read them. Der liest sie ja nur. So there came a breach in the group, Und so hat sich die Gruppe gespalten. and Patinado took his texts and translated them, Und Patinaro hat seine Texte genommen und sie übersetzt. and Professor Mattia hired another cuneiformist. Und der Professor Mattia hat einen anderen Mann angestellt, der Keilschrift lesen konnte. His name is Alfonso Archi. Sein Name Alfonso Archi. So there are 2 series of volumes of text being published from this site. Und so sind also auch von diesem einen Fund 2 Serien von Veröffentlichungen hervorgegangen. Now you might say that's very unfortunate, Nun mag man sagen, naja, das ist aber schlecht. but actually it helped Aber es hat auch einen Nutzen gehabt, because there's competition between the 2 groups weil dieser Wettbewerb zwischen den beiden Gruppen bestand. to see who can publish the text first. Bemühten sie sich nun, jeder der Erste zu sein, der die Texte herausbringt. What happens when there's only one person that has the texts Was passiert, wenn nur einer den Text hat and has the sole property of publishing them? und darüber gewissermaßen thront und als Einziger das Recht hat, sie herauszugeben? The Dead Sea Scrolls are an illustration of that. Ein Beispiel dafür sind die Schriftrollen vom Toten Meer. When one man has possession of certain texts Wenn ein Mann die Texte unter sich hat and nobody else can touch them or see them, und kein anderer Zugang hat, he may take a long, long time to publish them. dann kann der Ewigkeiten brauchen, um die herauszugeben. He may die before he publishes them. Kann sogar darüber sterben, bevor sie veröffentlicht werden. That's the story of the Dead Sea Scrolls. Und das ist zum Teil bei den Schriftrollen vom Toten Meer passiert. It has taken 50 years to publish the Dead Sea Scrolls. 50 Jahre hat das gedauert, bis die endlich herausgegeben They should waren. have been published in 10 years or less. Und da hätten 10 Jahre oder weniger für gereicht. But finally, all of the Dead Sea texts have been published. Aber nun endlich sind sie alle veröffentlicht. But how much better the Italian system? Aber mit den Italienern ging das ganz anders. Let's compete. Der Wettbewerb macht's. Let's see who can publish these texts first, Wollen wir mal sehen, wer sie zuerst veröffentlicht so hat, that everybody may read and study them. sodass alle Zugang haben. All right, let us turn to the place where this happened. Schauen wir uns mal die Stelle an, wo das vorgefallen ist. This is the village of Marduk. Das ist das Dorf Marduk. You'll notice the unusual shape of the houses. Man sieht die ungewöhnliche Form der Häuser. That's a type or style of houses that goes far back into antiquity. Das ist ein Haustyp, der weit in die Antike zurückreicht. Here's another picture of these cone-shaped houses. Man sieht ein weiteres Bild dieser konischen Häuser. And this is the village that's about a kilometer from the ancient site. Dieses Dorf liegt ungefähr 1 Kilometer von dem Fundort entfernt. Another view, you can see these interesting houses. Und man sieht hier auch auf dem nächsten Bild nochmal diese interessante Form der Häuser. How would you like to live in one of those? Möchten Sie da drin wohnen? Wie wär's? Not so good, huh? Nicht so elegant? All right, in the background, at the top, you see the village of Marduk. Im Hintergrund, am Bildhorizont, sieht man das Dorf Marduk. And here's the road from the modern site to the ancient site. Und die Straße führt von diesem Dorf zu dem antiken Fundort. And here are some archaeologists heading towards the tell. Und man sieht hier eine Herde von Archäologen, die sich offensichtlich auf dem Weg zur Ausgrabung befinden. When you come to the beginning of this ancient city, you come to the gate. Wenn man an diese alte Stadt herankommt, kommt man zunächst ans Tor. This is the outer gate. Das ist das äußere Tor. From some of the cities that you've seen an outer gate and an inner gate. Inzwischen, wenn Sie manchmal da gewesen sind, wissen Sie, viele Städte haben ein Doppeltor, ein äußeres und ein inneres. This was a technique of defense. Das war eine Verteidigungstechnik. If you just have one gate, Wer nur ein Tor hat, it's easier for an enemy to get in. hat das Problem, dass ein Feind sehr schnell hineindringen kann. If you have 2 or 3 gates, Wer 2 oder 3 Tore hat, it's harder for the enemy to get in. hat mehr Möglichkeiten, dem Feind entgegenzusetzen. If you separate those gates, it's even harder. Und wenn man diese Tore noch trennt, ist es umso schwerer für den Feind. So here is the outer gate of Ebla. So hatten wir also eben das äußere Tor von Ebla. The picture's a little dark, Das Bild ist ein bisschen dunkel, but you can see this is one edge of the area where the gate is. aber hier sieht man links ungefähr jedenfalls eine Kante vom Tor. Here's the gate down in the middle, Hier in der Mitte ist dann das Tor selber and here's the city wall on the other side. und dann auf der rechten Seite auch wieder Stadtmauer. So this was the way into the ancient city. So ging es also in die alte Stadt hinein.
Here you're looking at the gate sideways. Hier schauen wir von der Seite auf das Tor. And you can see this this is the inner gate. Das ist das innere Tor. And it has a block out here, a block in here, a block out here, a block in here, a block out here, a block in here. Und man sieht, dass die Mauer vor und zurück springt, die vor und nach dem Tor liegt. This is all the inner gate. Das gehört alles mit zum inneren Tor. This right here is a later build, not from the time of the earlier city. Die Mauer, die wir hier links im Bild auf uns zuragen sehen, die ist später errichtet worden, gehört nicht zur ursprünglichen Now Stadt. at the top you can see how high up the walls went. Aber man sieht auch an dem Hügel insgesamt, wie hoch die Mauern gingen. And you can see how they were constructed. Und man sieht auch, wie sie gebaut waren. They had a rock core. Und zwar hatten sie einen Felskern. And then they piled dirt on top of it. Und dann hat man sie mit Erde abgefüttert, So it's called a beaten earth rampart or wall. So sagt man, das ist eine Mauer aus gestampfter Erde. This is a view from the center of the city. Jetzt schauen wir gewissermaßen vom Zentrum dieser Stadt It's looking back to that cut where the gate is. in die Richtung, wo der Einschnitt ist, wo das Tor ist. And you can see more of the wall on the left Und man sieht Stadtmauer links and more of the wall on und the right. Stadtmauer rechts. What you see immediately in front of you is what is called the lower city. Was man unmittelbar vor sich sieht, wenn man hier herangeht, ist die Unterstadt. There's not much excavation here, Da ist noch nicht viel ausgegraben. but where there is, it shows the residence of the normal people. Das wäre so die Gegend der normalen Leute. Now, the raised hill in the middle, Aber dort, wo es hochgeht, in der Mitte, that's the Acropolis or the center of the city. das wäre die Akropolis oder das Stadtzentrum You can also call it the upper city. oder auch die Oberstadt genannt. And that's where the palace of the king was located. Dort war auch der Palast des Königs. And so all of this excavation that you see here, from here all the way along here to here, Der ganze mostly the palace. Bereich, den wir ausgegraben sehen, wo Sie also Vertiefungen auf dem Bild da oben befinden, das ist alles Palastbereich. And we're going to look especially at this area right in the middle, Wir werden uns um den hell markierten Bereich jetzt besonders kümmern, den man im Bild in der Mitte sieht. where they have sheets of iron to protect what they have excavated. Da hat man extra Metallplatten, Eisenplatten angebracht, damit das geschützt wird, was man schon ausgegraben hat. So this is the Acropolis or the upper city Das ist also die Akropolis oder Oberstadt, for the kings and the nobles. wo die oberen 10.000 gewissermaßen wohnten, The der upper König und class die lived there. Oberklasse. This is another view of the city gate. Hier noch einmal ein Blick auf das Stadttor You can see how big the wall is on the right side, und man sieht, wie hoch die Mauer rechts ging and the gate is right down in the middle of the dip. und das Tor ist in der Mitte. And then there's a modern road that's used by the excavators. Und links haben wir eine moderne Straße, die von den Archäologen benutzt worden ist. Now this is standing up on top of the Acropolis of the upper city. Jetzt wechseln wir die Perspektive, stehen gewissermaßen auf der Spitze von der Akropolis, auf dem Hügel oben. It gives you a very nice view of the whole area. Und wir haben einen sehr schönen Blick über das ganze Gebiet. You see some of the lower, let's see here. You see, this is the palace right in front of you. Was wir unmittelbar am Bildvordergrund haben, ist der Palast. And here, a little farther along, is the residences of the lower city. Weiter in den Bildmittelgrund gegangen, das sind die Wohnbereiche der Unterstadt. Here's the modern road. Und links vom Bildrand her führend ist die moderne Straße. Here's the city wall on the left, Auf der linken Seite dann die Stadtmauer, city wall on the right, Stadtmauer auch auf der rechten Seite the cut where the ancient city gate was located, und der Einschnitt dort, wo das alte Stadttor lag. the plain outside of the city, Und außerhalb dann das freie Feld. and the modern village of Marduk in the distance. Und am Bildhorizont in der Entfernung dann der moderne Ort Marduk. Now we want to look more closely at the palace of the upper area. Jetzt schauen wir uns das Palastgebiet etwas an. This is where some of the residence of the king was located. Da waren einige Wohnräume des Königs. And it looks like over here on the right side of the middle there was a storage room. Und das, was im rechten Bildvordergrund ist, sieht aus wie ein Vorratsraum. This is Professor Mattia walking along the wall of the excavations. Die Silhouette, die da sich gegen den Horizont abhebt, ist der Professor Mattia, der auf seinem Ausgrabungskante entlangläuft. This is a temple.
Hier haben wir einen Tempel, As you would expect, there was a temple located up in the palace area. denn das war ja zu erwarten, dass ein Tempel in der Nähe des Palastes sich befindet. And so there's an entrance to the temple down here, Und so haben wir auch den Eingang unten links and then an entry into the more holy area of the temple up here. und dann einen weiteren Eingang in den heiligeren Bezirk des Tempels. And another entry portal here. Und dann in der Bildmitte auch nochmal einen Eingang. So the main area of the temple is off to the right here. So ist also das Hauptstück des Tempels im oberen rechten Bildeck zu finden. From the text, we know the gods who were worshipped here. Aus den Texten wissen wir, welche Götter hier angebetet worden And sind. there are several interesting aspects of that. Und da gibt es einiges Interessante zu erwähnen. The chief god of this area was named Dagon. Der Hauptgott hieß Dagon. You might have heard that name. Der Name ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. In the Bible, he was known as a god of the Philistines. In der Bibel wird er als Gott der Philister geführt. Now, for the Philistines, he was a fish god. Bei den Philistern war es ein Fischgott, But for these people here in Syria, he was not a fish god. aber bei den Syriern nicht. He was a god that made the grain grow. Er war ein Gott, der für das Wachstum des Getreides zuständig war. So Dagon was the head of the pantheon of all the gods of Ebla. So war also in Ebla Dagon der oberste Gott. Now, that illustrates how these gods traveled. Und damit wird auch deutlich, wie diese Götter sich verändert haben, wenn sie woanders waren. And these people exchanged their gods back and forth. Die Leute haben ihre Götter auch ausgetauscht, hin und her. You could do that in polytheism. Wenn man Polytheismus glaubt, dann kann man sowas machen. Now, one of the interesting gods here is this. Etwas Interessantes ist Folgendes. His name is Yah. Wir haben hier einen besonderen Gott, der heißt Jah. And this has provided a puzzle. Und das war ein Rätsel. In the Bible, you know the name of the God is Yahweh. Denn Sie wissen vielleicht, in der Bibel heißt der Gottesname Yahweh. Now, there is a short form of Yahweh's name, Und davon gibt es auch eine Abkürzung, and it's Yah. und die heißt Jah. For example, Zum Beispiel the word hallelujah. das Wort Halleluja. Hallelu is the verb to praise. Hallelu ist das Verb für preisen, loben. At the end is the Yah on the end of that word Und das endet dann mit Ja. is the short form of the name of God. Das ist die Kurzform für den Gottesnamen. So hallelujah means praise Yah, Halleluja heißt also lobt Ja. which was a short way of saying praise Yahweh. Was eine Kurzform dafür ist für lobt oder preist Yahweh. Now, the question about this God here is Nun war die Frage im Blick auf diesen Gott, this God Yah related to the Yah or Yahweh of the Bible? hat dieser Gott Ja mit dem Ja oder Yahweh in der Bibel was zu tun? From the biblical point of view, the question would be this. Aus biblischer Sicht würde man die Frage so stellen, Was this the true God worshipped among other polytheistic gods? ist dort in Ebla der wahre Gott unter diesen, unter diesen vielen Göttern angebetet worden? Well, we don't know. Wir wissen es nicht. It's an open question. Die Frage bleibt offen. We don't have enough evidence to decide the point one way or the other. Wir können aufgrund der Faktenlage weder so noch so entscheiden. But remember, Yahweh of the Bible is one of the gods of the West Semitic area. Vergessen wir aber nicht, der Yahweh der Bibel ist eben einer der Götter der westsemitischen Bereiche. And here we have him in text with the West Semitic language. Und jetzt haben wir ihn in einem Text erwähnt in einer westsemitischen Sprache. So it's a possibility. Also, es wäre eine Möglichkeit. Well, let's look at more of the palace. Schauen wir uns im Palast noch etwas um. They had to store grain, Da wurde auch Getreide aufbewahrt. and this is what they used. Big craters. Große Behälter wurden dafür benutzt. And this is perhaps 2/3 of a meter across Der ist ungefähr 60, 70 Zentimeter im Durchmesser and about a meter high. und ungefähr 1 Meter hoch. So the grain that they harvested out in the plain, Das Getreide, was sie also draußen auf dem Feld geerntet haben, they stored in vessels like this. wurde in Gefäßen wie diesem aufbewahrt. Here's another view of the plain from the palace. Hier schauen wir noch einmal vom Palast hinunter auf die Ebene. So now we're going to concentrate on the buildings down at the bottom of the picture, Und jetzt konzentrieren wir uns auf das, was unten am Bildunterrand zu where sehen you ist. see these blocks and stones. That's one of the rooms of the palace. Wo die Steinblocks vorne zu sehen sind, das ist einer der Palasträume. And where you see the iron sheeting, that's part of the audience chamber of the king. Und die Blechplatten dahinter decken die Audienzräume des Königs ab. So that's the area that we're going to concentrate on. Da wollen wir jetzt mal genauer hinschauen. And here is an architect's plan of the top plan of the
area of the palace. Das ist eine Skizze eines Architekten, wie er die Ausgrabungen notiert hat. Over at the right side, there were steps coming down from the palace. Rechts sehen wir Stufen, die herunterführen. In the middle, there was a very tall tower. In der Mitte war ein sehr großer Turm. And there was a long wall along this side of the palace. Und dann führte eine lange Mauer an dem Palast entlang. And another wall that extended perpendicular out towards the plain. Und eine weitere Mauer führte im rechten Winkel davon weg in Richtung der Tiefebene. You'll notice this little platform here. Ganz unten am Bild sieht man eine kleine Plattform. And that was where the king would sit when he had an audience with ambassadors. Das ist die Stelle, wo der König gewissermaßen Audienz hielt, wo er Botschafter empfing. When messengers from foreign kings would come, this is where he would meet them. Wenn Boten von anderen Ländern kamen, traf er sich mit ihnen dort. They would bring his throne down from the palace and put it on that platform. Man trug dann seinen Thron aus dem Palast auf diese Plattform. When his merchants would come back from traveling through the Middle East, Und wenn seine abgesandten Händler aus fernen Ländern zurückkamen, they would make a report to him here. dann haben sie ihm hier berichtet. So this is where the business of the king was carried on. Das war also die Stelle, wo der König seine Geschäfte tätigte. So we call it the audience area or the audience chamber. Das ist also die Audienzräume oder der Audienzraum. So now we'll look at some more plans of that. Wir schauen uns noch etwas mehr die Pläne an. At the top you can see the tower right in the middle. Ganz oben sehen wir als geviert den Turm in der Mitte. Steps down from the palace. Auch da wieder die Stufen, die vom Palast heranführen. The wall in one direction. Die Mauer in der einen Richtung The wall in the other direction. und im rechten Winkel davon abzweigend in die andere. The platform for the throne of the king. Und am Ende dann die Plattform, wo der Königsthron platziert And wurde. notice this little room right here. Und an der oberen Mauer sieht man diesen kleinen runden Raum, Very important. oder diesen eckigen Raum vielmehr. Der ist sehr wichtig, That's where they found the tablets. denn dort sind die Tafeln gefunden That's the worden. tablet room or the scribal room. Das ist also der Raum, wo die Tafeln waren oder wo die Schreiber sich aufhielten. And you can see why the scribal room would be located where it is. Und man kann auch erkennen, warum der Raum für die Schreiber dort war, wo er war. The business of the king was carried on in the big room, Die Geschäfte des Königs wurden im großen Raum getätigt and the reports of that business were recorded in the scribal room. und die Berichte davon wurden dann von den Schreibern in ihrem Schreiberraum festgehalten. This is looking across the excavations of the palace on the right, Jetzt schauen wir über die Ausgrabungsstätte einmal hinweg. and the audience chamber is down here on the left. Auf der linken Seite dann dieser Empfangsraum des Königs. Here's one of the walls to the tower on the left. Hier haben wir eine der Mauern, die sich vom Turm links absetzt. The other wall goes in the other direction. Die andere Mauer geht dann in die andere And Richtung. the floor of the palace area you see at the bottom of the picture. Und am Bild unteren Rand sehen wir dann den Fußboden des Palastes. This looks along one wall, Hier sehen wir auch wieder die eine Mauer and the other wall angles off in this direction. und die andere dann im rechten Winkel davon. This looks down into the foot or base of the tower. Jetzt schauen wir in den Grund des Turmes hinab. Over on the right here you can see, let's see here. Over on the right here you can see some of the floor of the audience area. Und am rechten Bildrand sehen wir etwas vom Fußboden des Empfangsraums des Königs. And it's in a room like this that the tablets were found. Und in einem Raum wie dieser, am unteren Bildrand, da wurden die Tafeln gefunden. This looks farther along that inner wall, Jetzt schauen wir entlang der inneren Mauer and you can see the floor up to where they have excavated on the edge of the Acropolis. und man sieht auch den Fußboden, so weit wie ausgegraben worden ist, bis an die Kante der Akropolis. This is down at the base of the tower. Hier schauen wir noch einmal hinab in den Turm. We've seen that before. Das hatten wir schon. Here's the floor of the audience chamber area. Hier ist wieder der Fußboden des Empfangsraumes des Königs. You can see the area where they had pillars, Und man sieht auch, wo Säulen gestanden haben. and these pillars supported a roof. Und diese Säulen trugen dann natürlich ein Dach. Of course, the roof does not exist today. Das Dach ist nicht mehr da. In fact, the pillars are gone. Und die Säulen auch nicht. And so we only have the pillar bases. Und so haben wir nur noch die Fundamente für die Säulen. You can see that some of the construction was mud brick. Man sieht, dass Teile der Konstruktion aus Lehmziegeln sind. On the bottom, where they would have big blocks of stone,
Unten gab es große Steinblocks, and then up above they would have a wall of mud bricks. aber darüber hat man dann mit Lehmziegeln gebaut. And here you can see the individual bricks. Und man kann die Ziegel sogar noch gut erkennen. This looks down into the tablet room area. Jetzt sind wir in dem Bereich, wo die Tafeln gefunden wurden. We'll look at that a little bit more. Here's the corner of the tower. Hier ist nochmal die Ecke vom Turm, The one wall of the tower on the left, mit einer Mauer vom Turm links the other wall of the tower on the right. und die andere rechts. This is actually the steps going up into the palace. Und hier sehen wir, wenn wir gut hinschauen, die Stufen, die in den Palast hinaufführen. A little bit difficult to see in the shadows. Im Dunkeln ist es etwas schwer zu erkennen. Here's the platform where the king would sit. Das ist die Plattform, auf der der König normalerweise dann saß. Here's what's left of it. Jedenfalls das, was davon übrig ist. So they would bring the throne of the king down out of the palace and they would place it here. So trug man also den Thron des Königs aus dem Palast bis hierher. And then his officials or his ambassadors would present themselves before him. Und dann traten seine Offiziellen, seine Fürsten, seine Botschafter, stellten sich vor ihm auf. Here's another older photograph of the same thing. Das ist ein älteres Foto von derselben Sache. And you have a man standing there to give you some perspective of size. Neben der Treppe steht ein Mann, sodass man ungefähr eine Vorstellung von der Größe bekommt. You can see the steps up onto the king's platform. Man sieht die Stufen, die zu der Plattform führen, wo der König saß. You can see the wall behind it. Auch die Mauer dahinter. And you can see where the pillars were put in front of it. Und man sieht auch, wo die Säulen verankert waren. So this is the platform for the throne of the king. Das war also die Plattform für die Königsempfänger. Here's a better picture of the steps coming down out of the palace. Jetzt haben wir ein besseres Bild von den Stufen, die aus dem Palast herabführten. And these steps had carved wood on them. Auf diesen Stufen war geschnitztes Holz. And the wood was carved with beautiful designs. Und zwar mit sehr schönen Mustern. It doesn't show much in the picture, Auf dem Bild sieht man davon quasi nichts. but that's what the archaeologists found there in a partly decayed situation. Aber die Archäologen haben es so gefunden, allerdings teilweise verfallen. This is right in the deep part of the tower. Jetzt noch einmal tief hinab in den Turm geschaut. You can see how deep the door at the bottom goes into the tower. Und man sieht, wie tief unten da die Tür in den Turm hineinführt. Well, here's the city lit up by night. Das ist jetzt während der Nacht aufgenommen. You might have been to Athens Vielleicht sind Sie in Athen schon and seen gewesen the sound and light show there, und haben die Lightshow dort gesehen. or Cairo. They have a sound and light show at night. Oder auch in Kairo gibt es so etwas, diese Lichtshows. So this is Ebla by night, Das ist also Ebla bei Nacht. and this is the palace area. Und hier vorne haben wir wieder das And Palastgebiet. here's one wall of the palace on the outside of the palace, Und dann haben wir am rechten Bild dran eine der äußeren Mauern vom Palast. with the moon over Ebla. Ganz oben am Horizont der Mond über Ebla. And that's appropriate because one of the gods they worshipped here was the moon god. Und das passt ganz gut, weil sie nämlich dort auch einen Mondgott angebetet haben. Now here are some of the excavators, Hier haben wir einige der Ausgräber and the lady in the middle with the dark glasses on her head, und die Frau in der Mitte mit der Sonnenbrille auf dem Kopf. I believe that's Mrs. Mattia, Das ist nach meiner Kenntnis die Frau Mattia, the wife of the director of the excavation. die Frau des Ausgrabungsleiters. And then with her are three national workers from Syria, Und dann 3 Syrer, die mit ihr dort graben. and they're cleaning some of the floor of the palace. Sie sind gerade dabei, von dem Fußboden den Schmutz wegzuräumen. Here she is again. Hier haben wir die Frau nochmal. This time she's cleaning a tablet. Und jetzt ist sie dabei, eine Tontafel zu reinigen. You know, the tablets have sat in the ground for many centuries, Denn diese Tafeln waren ja nun im Boden gewesen für viele Jahrhunderte. and so they have a crust of dirt around them, Und da hat sich nun natürlich Schmutz and angesetzt. that needs to be cleaned. Das muss beseitigt werden. So that's one of the jobs here. Und so muss das eben erledigt werden. Another one of the jobs is putting pottery together. Diese Frau hier setzt Tonscherben zusammen. Most of the pottery, when you find it, is broken. Denn meistens ist das, was man an Tonsachen findet, kaputt. Sometimes it's just a few pieces here and there. Manchmal sind es nur ein paar Scherben hier und dort. You can't do anything with that. Damit kann man dann oft nichts anfangen. But sometimes you'll find a whole vase Aber manchmal findet man eine ganze Vase, that
smashed when it fell, die irgendwie runtergefallen, kaputt gegangen ist. but all the pieces are there. Aber alle Stücke sind noch da. And so you can glue all of those pieces back Und so together. kann man sie wieder zusammenkleben And then you can see what the original pot looked like. und sehen, wie sie ursprünglich aussah. So pottery work is very, very important in archaeology. Insofern ist also der Umgang mit Tonscherben in der Archäologie sehr, sehr wichtig. Pottery is the vocabulary of the archaeologist. Weil der Umgang mit diesen Tonfragmenten eben gewissermaßen die Sprache der Archäologie ist. He determines what period his site comes from according to the type of pottery that he's bringing out. Denn nach der Art der Tonware, die man findet, kann man die Jahrhundert oder die Zeit bestimmen. This is early Bronze Age pottery, Hier sind wir im frühen Bronzealter, middle Zeitalter. of the 3rd millennium BC, Das ist Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus. somewhere between 2500 and 2300 BC. Irgendwo zwischen 2500 und 2300 vor Christus. Unfortunately, these pieces don't give us a very good example of what was there. Leider sieht man jetzt an diesem Foto nicht gerade, was man dort Gutes gefunden hat. These people used cylinder seals. Die Leute dort haben Rollsiegel benutzt, also Zylinder als Siegel. Cylinder seals were used for identification. Die hat man benutzt, um sich auszuweisen oder sich zu identifizieren. For the people who could not write, Die nicht schreiben konnten, the seal cutter would cut a seal with a design for them. bekamen ein Siegel, das ein Siegelschneider für sie anfertigte. And when they rolled that in clay, Und wenn man das dann in weichen Ton rollte, that was the same as them signing a document. war das dasselbe, als wenn sie unterschreiben würden. So this one seems to have a design of a grasshopper or locust or something. Dieses hier ähnelt eher, sagen wir mal so, im Design einem Grashüpfer oder einer Heuschrecke With 2 leaves on each side of him. mit 2 Blättern auf jeder Seite This is very much magnified. und ist natürlich jetzt sehr stark vergrößert. Now we're going to give you some biblical texts. Jetzt nehme ich mal einen Text aus der Bibel And you may wonder why biblical text here. und Sie fragen sich vielleicht, wieso denn aber jetzt? None of the texts found in the scribal room were biblical. Denn es war ja kein Bibeltext in dem Raum, wo die Schreiber waren, gefunden worden. But there's a historical relationship between Ebla and Sodom and Gomorrah and down in southern Jordan. Aber es gibt eine historische Beziehung zwischen Ebla und Sodom und Gomorra im Süden von Jordanien. So we'll give you the text first, Und darum nenne ich Ihnen jetzt einmal die Texte and then we'll develop the relationship. und dann zeige ich Ihnen den Zusammenhang. And then with the next presentation, we'll show you Sodom and Gomorrah. Und im nächsten Vortrag wollen wir Ihnen Sodom und Gomorra zeigen. All right, let's look at the text. Schauen wir uns mal den Text an. Hier heißt es in 1. Mose 13, da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Here's the tablets. Das sind jetzt hier die Tafeln. This isn't a very good photograph of them. Zwar kein so super Foto, It was taken from a newspaper. das ist aus einer Zeitung gescannt, But you can see the tablets were kind of lined up. aber man sieht, dass die Tafeln irgendwie geordnet dagestanden haben, So these tablets line up in this way. alle irgendwo in einer Richtung. And they line up over on the other side. Und auch da drüben sind sie geordnet. And they line up in the middle. Und auch in der Mitte gibt es eine Reihe, wie sie And stehen. they line up in the left side of the middle. Und auch links von der Mitte, schön geordnet. And the reason for that is Der Grund dafür, they were stacked in that order. weil sie in dieser Reihe hingestellt waren. They were put on shelves. Sie waren auf Regalen And when the shelves decayed and the shelf dropped, und als die Regale dann irgendwann verfielen und zusammenbrachen, the tablets ended up on the floor. dann lagen die Tafeln natürlich auf dem Fußboden. But in the approximate order in which they landed. Aber ungefähr in der Ordnung waren sie vorher auch, wie sie nun gelandet sind. Some of them were whole, Manche waren noch ganz but some of them broke when they fell. und manche sind auch zerbrochen, als sie So there's runtergefallen sind. pieces. Insofern gab es auch Bruchstücke. And so the estimate is there was about 7,000 tablets and pieces altogether, 7,000. Und so geht man davon aus, dass ungefähr 7000 Teile da waren, Tafeln und Bruchstücke. Let's look at these tablets. Schauen wir uns mal eine an. Here's one. Das ist eine solche Tafel. It's a simple economic document. Das ist ein ganz einfaches ökonomisches Dokument. This is a list Und zwar eine Liste. where this is a list, the upper part where you see the cuneiform signs, Oben sieht man die Keilschriftzeichen. and it names different materials.
Da werden verschiedene Materialien aufgeführt. And at the bottom you see this circle, Unten sieht man die Kreise, a whole row of circles. eine ganze Reihe davon. But there's 2 circles here. Hier sind 2. These are numbers. Das sind Zahlen. These are, I think, the number 10. Das ist die Nummer 10, die Zahl 10. And so whatever this is, there were 20 of them. Und was auch immer da oben das heißt, davon gab es eben dann 20. It's a simple economic document, Das ist eine ganz simple ökonomische Liste hier. like you would receive a receipt at the grocery market. So vielleicht wie wenn man einkaufen geht und einen Bon kriegt. But then there are bigger tablets. Aber dann gibt es auch größere Tafeln. Let's read another text. Aber bevor wir es uns anschauen, nochmal einen Text jetzt aus 1. Mose 18. Die Männer wandten ihr Angesicht, gingen nach Sodom, aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach, willst du denn den Gerechten mit den Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. All right, the story of Sodom and Gomorrah continues. Die Geschichte geht noch weiter. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Did we get it all? Let's see here. Ja, Yeah, muss sein. okay. Well, here's another tablet. Hier haben wir noch einmal eine Tafel, This is just a piece of the tablet, a photograph of the piece of the tablet. und zwar nur ein Ausschnitt von einer Tafel. It's a bigger tablet, Die ist eigentlich größer. and it represents the shape and form of many of the tablets. Und sie steht jetzt als Symbol einmal für viele von den Tafeln, die man dort gefunden hat. And here's an even bigger picture of the tablets. Und hier noch ein größeres Bild solcher Tafel. And here is a close-up of some of the cuneiform signs Und used. jetzt gehen wir mal ganz dicht dran an solche Keilschriftzeichen. Now let's go back to this large tablet. Gehen wir nochmal zu der großen Tafel zurück. Now I want to talk to you a little bit about the contents of these tablets. Lassen Sie mich Ihnen etwas von dem Inhalt dieser Tafeln erzählen. Many, many different types of texts were found here. Jede Menge verschiedener Texte hat man hier gefunden. For example, Zum Beispiel. there is a law code. Zum Beispiel ein Gesetz. In the earlier presentation on Babylon, we showed you a picture of Hammurabi. In dem Vortrag über Babylon habe ich Ihnen ein Bild von Hammurabi gezeigt. Hammurabi was famous for his law code. Der ist berühmt geworden durch sein Gesetz. That law code came from about 1800 BC. Dieses Gesetz stammt ungefähr aus dem Jahre 1800 vor Christus. There's a law code here, Hier haben wir auch ein which Gesetz, comes from 2500 BC. das aus dem Jahre ca. 2500 vor Christus stammt. And it's written in a West Semitic language like the language of the biblical laws. Und zwar verfasst in einer westsemitischen Sprache, so wie die biblischen Gesetze And geschrieben some of the waren. terms in those laws overlap. Und manche der Begriffe sind identisch zwischen diesem Gesetz und den Gesetzen der Bibel. Then there's a covenant. Dann gibt es auch einen Vertrag. The king of Ebla made a covenant with the king of another city. Der König von Ebla hatte einen Vertrag gemacht mit dem König einer anderen Stadt. And the covenant is written up in the special way in which covenants were written in ancient times. Und der Vertrag ist genau in der Vertragssprache der damaligen Zeit abgefasst. Ancient covenants had 5 sections. In alten Verträgen gab es 5 Abschnitte. The introduction of the covenant maker, Die Einführung dessen, der den Bund schließt, the history of the past relations between the 2 covenant makers, die Geschichte der Vergangenheit in den Beziehungen zwischen den beiden, die den Vertrag the abschließen, stipulations or laws of the covenant, und dann die Bedingungen oder die Gesetze des Vertrages, then the witnesses, dann die Zeugen, which in this case were the pagan gods, was in diesem Falle dann die heidnischen Götter waren, and then the blessings and the curses. und am Schluss dann Segen und Fluch. The blessings if you obey the laws of the covenant, Und zwar Segen, wenn man sich an den Vertrag the hält, curses, the bad results you will receive if you break the covenant. oder die Flüche und schlimmen Ergebnisse, die eintreten, wenn man den So Vertrag there's a bricht. covenant tablet here. So hat man also auch eine Vertragstafel gefunden. Now this was mainly a peaceful kingdom, Im Wesentlichen war das ein friedfertiges Königreich, not much military activity. die nicht viel militärisch unternommen But there is haben. a record of one military campaign. Aber es gibt auch einen Bericht von einer Militärkampagne. The king of Ebla sent his troops down the Euphrates River Denn der König von Ebla hat seine Soldaten den Euphrat hinabgeschickt, to attack a city that was named Mari. um eine Stadt namens Mari anzugreifen. Mari was a very large ancient city. Mari war eine sehr große alte Stadt. It had the largest palace of this period. Sie hatte den größten Palast in sich, den wir in dieser Zeit gefunden haben. This palace is small compared to the palace at Mari. Denn dieser Palast hier ist klein im Vergleich mit dem, was in Mari gefunden worden But the ist. report of the campaign of this army Aber die Armee hat berichtet von diesem Kriegszug, says that the army of Ebla was victorious over the army of Mari. dass sie über die Armee von Mari gesiegt haben. Now we've already mentioned some of the gods.
Einige der Götter haben wir schon erwähnt. And these gods are mentioned in these tablets. Und in diesen Tafeln werden diese Götter auch aufgeführt. And there are many offerings or sacrifices to these gods. Auch entsprechende Opfer dann, die diesen Göttern gebracht And werden. these offering texts tell the name of the person giving the offering, Und dann gibt es also solche Opfertexte, die beschreiben, wer welches Opfer bringt, what was given to the god, was er genau dem Gott gibt and what god the offerings were given to. und für welchen Gott das Opfer bestimmt war. There are offering texts from the royal family. Da gibt es auch Opfertexte von der königlichen Familie. Now, I mentioned this was a peaceful kingdom. Ich habe gesagt, das war ein friedfertiges It Königreich. was basically a kingdom based upon commerce. Es war im Wesentlichen ein Königreich, das auf Handel, auf Kommerz beruhte. And the main commerce had to do with sheep. Und zwar machten sie, wie man so sagt, hauptsächlich in Schafen. And as you know, sheep produce wool, Denn Schafe bringen Wolle hervor and the wool is made into garments. und Wolle kann man in Kleidung verwandeln. And so there are tablets which deal with the sheep keeping. Und so gibt es also Tafeln, die die Schafhaltung beschreiben. And according to those tablets, this king had thousands and thousands of sheep. Nach diesen Tafeln hatte dieser König Tausende von Schafen. It was the biggest industry of the kingdom. Es war der größte Industriezweig des Königreiches. Now, those tablets also tell of how he sent his merchants out to different parts of the ancient world. Und die Tafeln berichten uns auch, wie der König seine Händler in die verschiedenen Teile der Welt geschickt hat. He sent his merchants into Mesopotamia. Er hat sie nach Mesopotamien gesandt, He sent his merchants into Anatolia or ancient Turkey. er hat sie nach Anatolien oder in die alte Türkei geschickt And he sent his merchants down into Canaan. und auch nach Kanaan. And when these merchants came home, Wenn nun diese Händler zurückkamen, they reported haben sie natürlich erzählt, where they had sold their wares. wo sie ihre Waren verkauft haben. And this was recorded in a small tablet. Das wurde dann auch auf einer kleinen Tafel festgehalten, And eventually, to keep track of their world, um auf diese Weise auch sich auf dem Laufenden zu halten. all of these names from these business tablets were compiled into one large text. Hat man dann diese ganzen Namen von diesen Geschäftsberichten einmal in einem einzigen Text zusammengefasst. That text is known as the Geographical Atlas. Diesen Text bezeichnet man als Atlas, It has 280 names on it. denn er trägt 280 Namen. It's a large text like this one. Es ist eine große Tafel, so ähnlich wie diese. And each time they wrote a name, Und jedes Mal, wenn sie einen Namen they hingeschrieben would haben, put the sign behind it which says key, haben sie immer ein Zeichen dahinter gemacht, das heißt Key. which means a place name. Was bedeutet, das ist ein Ortsname. So the sign key was repeated 280 times on this tablet. Und so ist auf dieser Tafel 280 Mal immer wieder Ortsname, Ortsname, Ortsname geschrieben worden. So you know that these are all ancient sites. Und daher kann man wissen, dass das alles alte Ortsnamen sind. Ancient cities, Alte Städte, ancient towns, alte Orte, ancient mountains, Berge, ancient rivers. Flüsse. So a geographical atlas. Einfach ein geografischer Atlas eben, It gives us a knowledge of their world. wo wir sehen können, in welcher Welt sie sich bewegten. Now, I mentioned some of those merchants went south into the land of Canaan. Dann habe ich schon gesagt, einige der Händler gingen auch nach Süden, nach Kanaan. And that covers names about number 180 to 230. Die Namen für Kanaan finden sich in der Liste von Nummer 180 bis 230. And if you study those names carefully, you can kind of follow the roads that they took. Und wenn man die Namen jetzt sich sachte vornimmt, kann man die Straßen nachvollziehen, die sie gegangen sind. Now, a name of special interest there comes up from the Bible. Nun gibt es auch Namen, die für uns von besonderem Interesse sind, weil sie im Zusammenhang mit der Bibel stehen. Name number 209 Der Name 209 was written with two signs, ist mit zwei Zeichen festgehalten and worden. those two signs read Sa, Dam, Die beiden Zeichen lauten Sodom and then the determinative key, und dann wieder Ki, Ortsname, Sodom. Sodom. Now, the name of Sodom has occurred in other texts. Der Name Sodom ist auch in anderen Texten And aufgetaucht. the Archie and Pedinato have argued whether this is the biblical Sodom or not. Und die beiden italienischen Ausgräber haben sich gestritten, ob das nun das biblische Sodom ist oder nicht. In this case, I think it's quite clear that it was the biblical Sodom. In diesem Fall können wir aber davon ausgehen, dass hier das biblische Sodom gemeint Why ist. do we know that? Woher sollen wir es wissen? Because 8 names farther down in the list Weil dann 8 Namen weiter unten in der Liste come to a name written with 3 signs. kommen wir zu einem Namen, der aus 3 Zeichen besteht. All very clear. The tablet is not damaged. Alle sehr deutlich klar geschrieben, die Tafel ist nicht And it beschädigt. reads Akubu. Da heißt es Akubu. Well, where is Akubu?
Wo ist Akubu? Some of you who know your geography well Wer sich in der Geografie einigermaßen auskennt, know the name for the Gulf at the south end of Israel, der weiß, wie der Golf am Südende von Israel and heißt. that name is the Gulf of Aqaba. Das ist der Golf von Akaba. Here's the name of the Gulf of Aqaba here. Und so haben wir diesen Namen in einer frühen Form hier schon. And 9 names gelistet. earlier, there's the name of Sodom. Und 9 Namen vorher, wie gesagt, kam der Name Sodom vor. So the name of Aqabu or Aqaba gives you a geographical orientation. Sodass also der Name Akabu oder Akaba uns eine geografische Richtung gibt. The names right in that area on the tablet should be names which come from that southern Jordan or southern Israelite area. Man kann also davon ausgehen, dass die Namen, die sich in diesem Umfeld befinden, dann auch aus dem südlichen Israel oder Jordanien stammen. And that's where Sodom was located. Und da war Sodom. Now, the biblical story says that Abraham was living in the mountains of Hebron, Die Bibel erzählt uns, dass Abraham in den Bergen von Hebron wohnte, just a little south of Jerusalem. etwas südlich von Jerusalem. And when the destruction of Sodom came, Und als die Zerstörung von Sodom geschah, he looked down into the valley schaute er hinab ins Tal and he saw the smoke going up. und er sah den Rauch aufsteigen. And according to the list, Und nach der Liste, that's where Sodom would be located. das war genau die Richtung auch, wo Sodom sein müsste. And Aqabu or Aqaba farther to the south or the right Und Akabu oder Akaba mehr im Süden oder nach rechts. from the place where Abraham stood. Von der Stelle aus gesehen, wo Abraham war. So this geographical atlas appears to give us a reference to the biblical Sodom. So gibt uns also dieser Atlas gewissermaßen einen Hinweis auf das biblische Sodom. At the time when it was a living city, Und zwar zu einer Zeit, als Sodom noch eine lebendige Stadt war. it's not been destroyed. Da war sie noch nicht zerstört. There are people living there, Da wohnten also Leute. and the merchants from Ebla had reached that far south in selling their wool garments. Und die Händler von Ebla waren bis da hinabgeraten und hatten dort ihre Kleidungsstücke oder was auch immer verkauft. There are other terms of interest in these tablets. Es gibt auch noch andere interessante Dinge bei diesen Tafeln zu erwähnen. I'll just mention a couple more. Vielleicht noch ein paar Beispiele. Personal names. Zum Beispiel Namen. The name of Abramu is in those tablets, Zum Beispiel wird da ein Abramu erwähnt. which you can see relates to Abraham. Das ist ja sehr nah mit Abraham. It's not the biblical Abraham. Es ist nicht der biblische He Abraham, lived farther south, denn der wohnte weiter im Süden. but it shows that the name was in use at this time. Aber es zeigt, dass der Name zu jener Zeit bekannt war. And another interesting one is a name for one of the 5 kings. Und ein anderer interessanter Name ist der Name von einer von 5 Königen. We have the names of 5 kings in a row, Und zwar sind da 5 Könige gelistet and the 4th king was named this, und der 4. hieß folgendermaßen Ebrium. Ebrium. Now, you may think a little bit about a name in the Bible that might relate to that. Jetzt könnte man überlegen, gibt es in der Bibel einen Namen, der da ähnlich ist? In the genealogy of Genesis 11, In der Genealogie im 1. Mose Kapitel 11 right in the middle, there is a man named Eber. gibt es in der Mitte einen Mann namens Eber. If you take the ending off the Eblite name, Wenn man die Endung vom eblaischen Namen abschneidet, it's the same name. dann ist es der gleiche Name. Ebrium, shorten it to Eber, Ebrium, gekürzt zu Eber, it equals Eber in the Bible. ist genau wie dieses Eber in der Bibel. Spelled the same way. Und zwar auch genauso buchstabiert. Now, it's not the same person, Es ist nicht dieselbe but Person, it shows you that this name was in use at that early time. aber es ist wieder ein Zeichen dafür, dass dieser Name zu dieser Zeit üblich war. Well, we have told you about a reference to Sodom in these tablets. Jetzt haben wir in diesen Texten schon davon gesprochen, dass eben Sodom erwähnt worden So that ist. leads logical to our presentation, the next presentation coming. Und damit haben wir schon den ersten Hinweis auf unseren nächsten Vortrag. And that's about Sodom and Gomorrah. Denn da wird es um Sodom und Gomorra gehen. If this was a living city at the time of Ebla, Wenn das zur Zeit von Ebla eine lebendige Stadt war, have its ruins been found? sind die Ruinen inzwischen entdeckt worden. Is there any archaeological evidence for Sodom and Gomorrah? Gibt es archäologische Hinweise auf Sodom und Gomorra? Come to our next presentation and you'll find out. Wir laden Sie ein zum nächsten Vortrag und dann werden Sie es erfahren.